So, liebe geschätzte Gäste und Teilnehmer des heutigen Anlasses, ich begrüße Sie ganz herzlich. Bei uns danke vielmals, dass Sie alle Zeit gefunden haben, zu uns kommen. Wir freuen uns sehr, den Event zusammen begehen zu können, und dass dies möglich war, ist ganz vielen Partnern, und viele von den Partnern sind heute hier unter uns, zu verdanken. Das Wort Partner geht auf einen französischen Wortstamm zurück, das heißt Part, Teil. Und so teilen wir heute die Errungenschaft, die Sie hier sehen, dass dieses Gerät funktioniert. Die Partner haben mit uns ganz viel geteilt, ihre Erfahrung, ihr Wissen, ihre Zeit, finanzielle Mittel und auch ihr Netzwerk. Es sind so viele, dass wir die separat dann einblenden werden für die Verdankung, sonst würde ich nicht fertig werden. Also Sie sehen, wir haben ein sehr großes Team, es sind nicht nur unsere Mitarbeiter. Ganz speziellen Dank aber natürlich an Grünstadt Zürich, dass die uns hier dulden seit ein paar Wochen und auch mithelfen, ganz aktiv, und uns Tipps geben, und auch dem Sportamt, die uns die Bewilligung erteilt haben, den Anlass hier heute durchzuführen. Dann möchte ich gern unser Team vorstellen, das heißt unsere Mitarbeiter und den Verwaltungsrat, und bitte die alle nach vorne zu kommen. Dann gerne zuerst den Verwaltungsrat, das ist Robert Weinhold. Er ist jetzt noch Vizepräsident bis Ende Jahr. Dann nicht mehr, weil er arbeitet auch sehr operativ mit. Er ist vom Beruf Mechaniker, ihn hat das von Anfang an fasziniert. Er ist auch unser Hauptinvestor. Danke vielmals für dein Vertrauen. Es ist eine Zeit lang gegangen, bis alles so funktioniert, wie wir uns vorgestellt haben. Bruno Müller ist der Initiator dieses Projekts. Das hat im 2015 begonnen, und da habe ich auch Martin Winterknecht, der nachher das Panel leitet, kennengelernt. Und er hat von Anfang an daran geglaubt, an das Projekt. Er hat seit 40 Jahren selber eine Gartenarchitekturunternehmung und ein Tochterunternehmen, das auch Rasenmäherroboter verkauft, auch kleinere für zu Hause. Und er hat gesagt, und das war der Ursprung, es muss etwas geben, das schneller ist und das in besserer Qualität mäht, als was heute auf dem Markt verfügbar ist, und das auch autonom. Und das war der Start. Dann haben wir Stefan Bieri, er macht bei uns oder unterstützt uns im Verwaltungsrat im Beschaffungswesen. Das wird jetzt dann sehr bald sehr aktuell, und auch im Gebiet vom Wirtschaftsrecht, das er separat noch abgeschlossen hat. Dann Jörg Stettbacher von der Firma Stettbacher, gerade nebenan, ist bei uns im Verwaltungsrat zuständig für die Technik. Unser Herr Jäcki, René Jäcki, bekannt aus Rundfunk und Fernsehen, sage ich mal, Ex-Präsident vom FCB und früher CEO von Adidas, und er hilft bei der Geschäftsentwicklung. Also ein wichtiger Job, weil wir brauchen Kontakte international in die Fußballszene, in die Golfszene und auch in die Investorenwelt. Und das ist seine Aufgabe und hilft uns mit. Dann der Zvonko Gligorov ist bei uns der technische Leiter. Jetzt seit über einem Jahr bei uns dabei. CTO. Sein Spezialgebiet ist die Safety, also alles, was mit Sicherheit zu tun hat, ein ganz wichtiger Aspekt für die Abnahme, die noch bevorsteht von unserem Gerät, das CE-Label, damit man es in ganz Europa verkaufen kann. Dann der Michi ist zuständig für die ganze Bedienung, Wirtschaftsingenieur ist zuständig für die Bedienung, für die App, dass man das Gerät sehr einfach bedienen kann. Caroline macht bei uns die ganze Administration, Head Operations, und schaut operativ, dass der Laden in Schwung bleibt. Und im Wagen nicht zu sehen, Andy. Er ist ein Künstler, er macht unsere Website und ist auch Online-Marketing-Spezialist. Und da sind wir sehr froh, dass wir jemanden haben, der das mit großer Passion macht. Ja, das Resultat der Zusammenarbeit mit unseren Partnern heute, was ihr seht, es ist wirklich das erste Roboterfahrzeuggerät, das autonom nach Richtlinien von Landesfußballverbänden oder von der UEFA und von der FIFA Muster mähen kann.
Das ist mal, sage ich, die Grunddisziplin, welches dieses Gerät beherrschen muss, damit wir dann später auch andere Funktionen ausführen können, zu denen wir später kommen. Die Frage ist, was sich in Zukunft ändern wird, wenn so ein Gerät solche Aufgaben ausführt und autonom ausführt. Die Frage haben wir uns vor ein paar Jahren schon gestellt, aber natürlich auch haben wir die Leute, die heute auch hier sind und solche Fußballplätze bearbeiten oder auf den Golfplätzen arbeiten, befragt, was ihre Meinung dazu ist und waren sehr erstaunt, wie positiv wir aufgenommen wurden in dieser Gemeinschaft, weil wir erfahren haben, dass die Qualitätsanforderungen in den letzten Jahren sehr gewachsen sind, also gestiegen sind. Das heißt auch, dass mehr Arbeit anfällt und diese Teams, die sind unter hohem Druck und die sind froh, wenn sie Unterstützung erhalten von einer Technologie, die eben solche Arbeit verrichten kann. Und das ist klar, wenn man repetitive Arbeiten, das war schon immer so in der Industrie, erledigen kann, schneller erledigen kann und sogar auch noch die Qualität verbessern kann, dann hat man einen Platz im Markt. Nochmals zurück zur Frage, was sich sonst noch ändern wird. Wir sind hier unterwegs ohne direkte CO2-Emissionen. Ihr hört, das Gerät ist relativ leise, also wir haben da große Hoffnung, dass wir auch in dicht verbauten Umgebungen in der Zukunft abends oder frühmorgens mähen können. Das ist heute teilweise ein Problem bei den Verbrennungsmotoren, einfach wegen dem Geräusch. Dann sind wir um einiges leichter. Das Gerät, wie wir es heute sehen, hat knapp 300 Kilo. Das heißt, wir sind relativ bodenschonend unterwegs. Faktor 3 bis 4 Mal leichter als die Aufsitzmäher, die heute unterwegs sind. Und ganz wichtig eben ist die Entlastung der Teams draußen, die arbeiten. Was wird sich sonst noch ändern? Sicher erfreulich ist, dass wir hier mit dieser Technologie eine ökologische Nachhaltigkeit kombinieren mit enormer Wirtschaftlichkeit. Also jetzt nicht Vollkostenrechnung, zu der komme ich dann beim Return on Investment, aber jetzt einfach schon nur die Energiekosten. Ein Kilowatt in Zürich kostet im Niedertarif 16 Rappen. Das heißt, man mäht ein solches Feld für rund 64 Rappen und sonst hat man Dieselkosten, 3 Liter, 4,50 Franken. Also haben wir da Faktor 6 oder 7 nur von den Energiekosten, die man jedes Mal einspart, bei jedem einzelnen Feld, das man mäht. Was wird sich sonst auch noch ändern? Das Geschäftsmodell. In der Vergangenheit oder bis heute in der Branche verdient man natürlich hauptsächlich das Geld mit dem Verkauf der Maschinen, mit Verbrauchsmaterial, mit Betriebsstoffen, mit Werkzeugen und mit Service. Das wird sich ändern, weil diese Maschinen, wie ihr euch vorstellen könnt, im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor ist da nur ein Bruchteil der mechanischen Teile drin enthalten. Wir sind noch nicht so weit wie Tesla, die versprechen, dass man keine Servicekosten mehr hat. Wir haben aber sehr, sehr geringe Servicekosten, weil die Maschine praktisch servicefrei ist. Aber wir machen einfach jährlich sicher einmal einen Check und Software-Update. Von den Werten her in unserer Firma ist uns ganz wichtig die Nachhaltigkeit und natürlich eben auch die Wertigkeit des Produkts, des Systems, dass es robust ist, langlebig ist und zuverlässig ist und eben sehr wirtschaftlich ist. Und zu diesem Zweck haben wir marktführende Partner, mit denen wir zusammenarbeiten in den Komponenten und in den Kleinteilen. Und wir haben, die Wertschöpfung ist über 95% ist aus Europa, wenn wir jetzt betrachten, was drin ist in der Maschine. Und ein ganz großer Anteil davon ist aus der Schweiz und hergestellt wird das alles dann von der Firma Keyboards AG, von Martin Keyboards, also das wird in der Schweiz hergestellt. Mit der Kundenorientierung meinen wir die Nutzenstiftung.
Und mit Nutzenstiftung meinen wir Multifunktionalität. Dazu komme ich gerne nachher separat. Als vorletzter Punkt noch von meiner Ansprache ist, was sich auch noch ändern wird, wenn man sich mit uns unterhalten tut, ist in der Beschaffungskalkulation, es ist eine Investitionsrechnung. Man kann das nicht mehr so vergleichen, wie man das früher gemacht hat. Man hat einen Investitionspreis, einen Kaufpreis. Ein Kaufpreis von einem solchen Gerät oder von einem solchen System ist anders als von einem Verbrennungsmotor Aufsetzmäher, aber operativ sind die Kosten so tief, dass wir glänzen dürfen mit tollen Amortisationszeiten, die ich kurz dann noch darüber referieren werde. So, noch zum Schluss und gerade am Anfang. Unser Ziel ist, im nächsten Jahr ein paar Systeme aktiv im Markt zu haben. Und es hat einige Leute hier, die Beschaffungen tätigen. Und mit denen würde ich mich ganz gerne unterhalten, weil wir nur noch im Oktober und im November Bestellungen annehmen können für die allerersten Systeme und ein Angebot machen können, wie wir es nicht mehr tun werden können in der Zukunft. Im Gegenzug erwarten wir dann, dass diese Installationen Referenzanlagen sind, die man besuchen kann, auch im Ausland, und es sich so verbreitet und die Leute sehen können, dass die Technologie stabil funktioniert. Das war's zur Begrüßung und ich übergebe jetzt dem Martin Rinderknecht, der das Panel leiten wird. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Rinderknecht und ich darf Sie heute durch die Diskussion führen. Der erste Gast, den ich auf die Bühne bitte, ist Erik Wilhelm. Er ist der Forschungsleiter von der Kyburz AG. Erik, die Firma Kyburz wurde 1999 gegründet und hat bereits schon weltweit über 22.000 Elektrofahrzeuge verkauft. Somit ist die Kyburz AG sicher ein Pionierunternehmer in dieser Branche. Die Zahl der verkauften Elektrofahrzeuge beeindruckt umso mehr, dass zum Beispiel in Deutschland 142.000 Elektrofahrzeuge über die Straßen rollen und was weltweit dem Platz 8 entsprechen würde, ist das doch die 22.000 eine beachtliche Zahl. Was mich wundernehmen würde, was hat euch bereits vor 30 Jahren dazu gebracht, an Elektrofahrzeuge zu glauben und so viel Zeit dafür zu investieren? Ich sage es immer so, die Firma macht Elektromobilität seit bevor Elektromobilität cool war. Also heutzutage gibt es extrem viele Unternehmen im Leichtmobilitätsbereich. Und ich glaube, was der Martin motiviert hat, seine Firma zu gründen, war, dass es damals noch Grünrasengebiet war. Also noch ungemäht, noch unbesät am ehesten, würde man sagen. Und da hat er das Gefühl gehabt, er könnte sehr viel wirken. Und wir sind in einer Nische tätig und ich glaube, wenn ich auch Bezug zu Renovatec ziehen kann, dass es ist gesund in so einer Nische eigentlich das Beste zu machen. Es ist gefährlich dann zu schauen, was die großen autonome Fahrzeugfirmen machen und was sie vor allem auch investieren, sondern es ist besser zu schauen, was gerade vor ihnen steht und das ranzupacken. Und das hat Martin auch erfolgreich gemacht mit seiner Firma. Genau, das autonome Fahren war gerade ein Stichwort. Seit ein paar Jahren ist die Kyburz auch für das Projekt Body Mobility involviert. Denke ich, da bist du ja als Forschungsleiter eng damit verbunden, wo autonome elektrische Post- und Paketauslieferungsfahrzeuge baut und konstruiert, was in Norwegen zurzeit, glaube ich, erfolgreich am Testen ist. Also somit seid ihr sicher auch international gefragt. Die Renovatec hat Kyburz 2018 für die Herstellung der Rovimo angefragt. Was war eure Motivation, der Herstellung zuzustimmen?
weil, wir haben es ja gehört, ihr ansonsten sehr gut ausgelastet seid bereits. Was war die Motivation, da mitzumachen? Ja, das sind vieles, was im Spiel gekommen ist, aber vielleicht zu die Auslastung. Wir haben nicht endlose Kapazität. Wir stellen unser ganzes Fahrzeugsortiment in der Schweiz her und das Jahr bauen wir über 3.500 Fahrzeuge, hätten Kapazität aber noch bis zu 8.000 zu produzieren an unserer Produktionsstraße in Embrach. Und von dem her haben wir gedacht, als eine gute Nachbarin und die Idee war toll und wir haben auch die Begeisterung vom Renovatec-Team gespürt und wir haben nicht lang überlegt, weil die technische Grundlagen waren alle vorhanden, also es war ein starkes Team und wir haben einfach gefunden, wieso nicht unsere Lieferantenkette und unsere Produktionsstraße auch dazu bereitzustellen. Also, Genau. und ich hatte gerade zum Norwegen-Projekt, das ist auch erwähnenswert, es ist nicht leicht, was Renovatec jetzt versucht. Wir haben lang geschwitzt und wackelige Hände gehabt, aber letzte Woche war tatsächlich der erfolgreiche Abschluss von der Testeinsatz in Oslo und unsere Kunden dort konnten tatsächlich ihr Projekt erfolgreich abschließen, gerade am Freitag. Super, Glückwunsch. Genau, Elektrofahrzeuge haben ja in der Ökobilanz wegen der Stromproduktion, der Batterieherstellung und dem Batterierecycling ja nicht oder auch einen umstrittenen Ruf. Was sind eure Argumente aus ökologischer Sicht, was trotzdem für die E-Fahrzeuge spricht? Ich glaube, die meisten ist es bekannt, das ist diese berühmte Frage graue Energie, also Herstellungs-CO2 und Energiekosten gegenüber Einsatzenergie und CO2 erzeugen. Und die meisten Studien sind einig, dass E-Fahrzeuge tatsächlich über ihren ganzen Lebenszyklus fast immer besser abschneiden. Das heißt, ob es in ein Jahr sich rentabel lässt, wie üblich ist hier in der Schweiz, oder nach 3 Jahren mit einem eher Steinkohl-lästiges Elektrizitätsmix, wird das immer irgendwann rentabel sein. Also von dem her, die Leute, die argumentieren, dass E-Mobilität aus irgendeinem Grund schlecht ist, weil es tatsächlich mehr Energie braucht, um die Batterien zu erzeugen, muss einfach noch weiter in die Forschung schauen. Ich denke, es wird ja auch ein Batterierecycling in naher Zukunft dort sicher auch Lösungen geben, oder? Absolut, gutes Stichwort. Wir haben auch jetzt gerade, soweit wir wissen, die ersten Batterierecyclinganlage bei einem Produzent weltweit in Betrieb genommen. Und wir nehmen dann die Fahrzeuge, die aus dem Betrieb gesetzt werden, an, zerlegen sie, recyceln sie womöglich. Die Teile werden zum Teil auch neu eingesetzt. Und dann die Batterien, die nicht mehr gut sind, was eigentlich nur noch 20% von den Batterien sind. Die restliche 80% kommt wieder im Verkehr. Die zerschneiden wir, zerlegen wir und verwerten die Rohmaterialien. Und es sind eigentlich überraschenderweise nur ein paar Gramm Lithium dabei, die wertvoll ist. Und die Rohstoff, der gut zu recyceln ist, ist Kupfer tatsächlich. Ja, super. Und das war sicher aus ökologischer Sicht jetzt spannend und auch ökonomischer Sicht. Haben wir bereits schon von Markus etwas gehört. Was sind eure Argumente pro Elektrofahrzeuge aus ökonomischer Sicht? Ja, da ist es immer branchenabhängig. Also für uns kann ich sagen, dass die E-Fahrzeuge einfach schneller sind. Sie ermöglichen die Postlern einfach schneller ihre Routen durchzuarbeiten. Und da war es ein ganz klarer Vorteil. Wir sparen 8 Sekunden pro Stopp und wir generieren auch Energie. Das heißt, wir sind auch effizienter unterwegs, aber der Hauptgrund ist tatsächlich, dass wir schneller unterwegs sein können. Jawohl, super. Ja. Doch, vielen Dank. Ich glaube, wir haben nachher noch die Möglichkeit, am Schluss noch Fragen zu stellen, weil dann würde ich gerne Jürg Schwab begrüßen. Er ist der Verkaufsleiter der Robert Abbey Landtechnik AG. Hallo. Hallo, Martin. Hallo, grüß dich.
Jörg, als Verkaufsleiter von Robert Aebbi Landtechnik AG hast du sehr große Erfahrung, was die Bedürfnisse der Gemeinden, Kommunen, Fußballplatz- und Golfanlagebetreiber in Sachen Bewirtschaftung betrifft. Wie beurteilst du das Interesse dieser Betreiber von großen Grünflächen im Allgemeinen für elektrische und autonome Roboterfahrzeuge in der täglichen Arbeitsunterstützung? Das Interesse ist sehr, sehr groß. Das spüren wir tagtäglich. Ein großes Interesse ist die Akkutechnik, wo sehr spannend ist, auch auf dem Fußballplatz und wie auf dem Golfplatz. Ein großes Thema hat vorhin auch schon Markus gesagt, der Lärm. Der Lärm ist immer ein großes Thema. Die Fußballplätze sind viel am bewohnten Gebiet oder auch die Golfplätze. Und wenn jemand nicht ganz durch den Tag mähen will, am Morgen früh oder durch die Nacht, haben wir immer ein sehr großes Lärm. Ja. Dann das autonome Mähen ist auch sehr im Kommen. Autonomes Mähen sieht man schon viel auf Sportplätzen. Nur autonomes Mähen, wie es jetzt der Ronovatec-Roboter macht, sieht man eigentlich noch nie. Bis jetzt werden Roboter immer kreuz und quer in einen Fußballplatz hin und her fahren und können auch nicht ein solches Muster mähen, wie es hier gemacht wird. Und hier, das sagst dann du sicher noch, wie man das schon programmieren kann von der Breite von den Strichen her, was er schon bei der Mittellinie anfängt. Und das ist etwas, wo man so nicht sieht. Vielen Stadionen werden Schnüre gespannt, braucht es 3 Mann, einen mit dem handgeführten Mäher und 2, die die Schnüre halten, dass es so gerade wird. Und solche Sachen sieht man eigentlich sonst nie. Der Bodendruck ist auch ein großes Thema, das hören wir auch immer wieder. Und wie du gesagt hast, irgendwie 300 Kilo ist natürlich ganz etwas anderes, wenn man mit einem großen Spindelmäher oder Kommunaltraktor fährt. Genau. Das ist so. Ja, super. Jetzt hatte ich gerade, bevor wir angefangen haben, noch Diskussionen mit den Greenkeepern, wo man auch gesprochen hat, es gibt immer mehr autonom, also auch Roboter, sei es bei der Feldmarkierung und beim Mähen. Wie ist das Feedback draußen auf dem Markt betreffend der Angst um den Arbeitsplatz oder dass da eine Konkurrenz entstehen würde? Ja, wir können das vielleicht aus Erfahrung sagen. Wir hatten ein Fairway-Mäher, jetzt die letzten 2 Jahre, wo autonom Fairways gemäht hat. Also Fairway ist die Spielbahn auf dem Golfplatz vom Abschlag bis zum Green. Und da ist am Anfang auch immer wieder gekommen, oh, das nimmt mit dem Arbeitsplatz weg, du musst mit die Maschine gar nicht zeigen. Ja, und vor allem die Greenkeeper hatten gar nicht Freude am Anfang, aber das Interesse war dann sehr, sehr groß, weil natürlich der Greenkeeper die Maschine autonom fahren lassen kann und nebenbei etwas anderes machen kann, von Hand die Greens mähen oder irgendwie Laubblasen und so, und durch das eigentlich der Pflegestandard viel höher wird als ohne autonom mähen. Und was auch noch ein Nebeneffekt ist, viele, die da arbeiten, haben viel Überstunden und sind wenig bei der Familie, und wenn man dann autonom mähen kann, hat man mehr Freizeit. Der Pflegestandard kann man raufnehmen und man ist mehr bei den Frauen und bei den Männern und bei den Kindern. Genau. Das sind ja schöne Aussichten. Genau. Die Robert Aebbi AG ist ja in der Schweiz ein führender oder der führende Anbieter von Fahrzeugen und Zubehör für die Grünflächenpflege, Grünflächenbewirtschaftung. Mit Ronovatec habt ihr eine Partnerschaft, seid ihr eingegangen für den Vertrieb von Schweiz und Liechtenstein. Und noch eine Frage dazu, was ist deiner Erfahrung nach die wichtigsten Beschaffungskriterien für Maschinen für Grünflächenbewirtschaftung? Also welche Kriterien sind euren Kunden wichtig? Also das Wichtigste ist sicher, dass die Maschine läuft. Die meisten, die hier sitzen, wie auch ich, wir sind Praktiker. Und der Markus hat mir so vielmals angerufen, wie viel verkauft ihr nächstes Jahr oder so. Und ich musste immer sagen, solange die Maschine nicht geradeaus fahren kann, denke ich nicht, brauchen wir zu einem Kunden zu fahren. Und jetzt, wir waren auch mit den Verkäufen da, und jetzt macht es einen sauberen Eindruck.
Und das ist von mir aus das wichtigste Argument, dass die Maschine super funktioniert und so die Streifen gerade mäht. Weiter ist sicher etwas sehr wichtig ist bei der Beschaffung, dass man da Spezialisten hat. Wir haben 2 Mann, die machen nur Golf- und Sportplätze im Verkauf und die werden dann sicher auch richtig ausgebildet auf dem Ronovatec-Roboter und können so dann eine saubere Beratung machen, was sehr wichtig ist. Ja, dann das, was man immer hört, die Bedienung muss freundlich sein, gut übersichtlich und so wie Sie ja sagen, kann man das alles mit dem Nadel dann machen und das ist sicher gut. Dann die Qualität, also ja, wir haben bei Robert Debbie alles Qualitätsprodukte. Und was sicher das Wichtigste ist für uns, ist der Nachverkauf, verkaufen und mit einem schönen Hemd da vorne stehen und sagen, wir sind die Besten, das können viele Leute. Aber ich denke, der ganze Nachverkauf mit Kundendienst, Ersatzteilen, Beratung, Ersatzgeräte ist etwas, wo in der heutigen Zeit sehr, sehr einen hohen Stellenwert hat. Und da sind wir sicher die, wo uns sehr Mühe geben, dem gerecht zu werden. Also habe ich richtig verstanden, deine Einschätzung, dass das Produkt jetzt von Ronovatec, wo wir hier sehen, eine große Nachfrage erleben wird? Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, sonst ruft mich der Markus wieder an und sagt, du hast dann da gesagt. Extrem groß. Nein, also sicher, ich bin schon überzeugt, dass das eine große Nachfrage geben wird. Ich denke aber, was sicher wichtig ist, dass es ein Kombigerät wird, dass vielleicht ein Kunde auch ein Kunstrasenreinigungsgerät dran machen kann oder das Linienmarkiergerät oder sogar, was ich auch sehe, ist ein Sichelmähdeck vorne dran, weil es gibt nicht jeder Platz in der Schweiz kann mit Spindeln gemäht werden. Es gibt schon Plätze, die dann nicht so schön aussehen wie die von der Grünstadt Zürich. Genau, das kann man sagen, ja. Genau, doch super. Das war es von den Fragen, vielen Dank. Danke. Dann darf ich begrüßen den Urs Gehrig. Er ist der Head Greenkeeper vom Golfplatz Mecken. Ich grüße dich, Urs. Hallo. Von Golfplätzen ist ja allgemein bekannt, dass die Anforderungen an die Grünflächen sehr hoch sind, also sehr hohe Ansprüche sind und der Unterhalt auch extrem aufwendig ist. Was sind deine größten Herausforderungen in deiner täglichen Arbeit in Mecken, was das Mähen der verschiedenen Flächen anbelangt? Also, wenn man von Anspruch spricht, beim Golfer ist das Grün das Herz. Und für uns ist wichtig, dass wir beim Herz beginnen. Also das von der Reihenfolge her, dass wir am Morgen zuerst das Grün mähen können, bevor eigentlich die Leute mit Starten beginnen. Dann geht es weiter über die Tees, Fairway, Semi-Röff, Röff, Bunkerrechen und so weiter. Genau, sehr gut. Und der Golf Mecken ist ja angrenzend an ein bewohntes Gebiet. Wie sieht es dort aus mit den Lärmemissionen? Hattet ihr da schon Kontakt mit den Nachbarn oder wie läuft das? Die hatten wir schon, ja. Darum wissen wir heute, wo wir beginnen und aufhören müssen. Genau. Nein, da kommt natürlich das Autonome sehr zu Vorkommen. Ich denke, man könnte andere Routen, schnellere Routen wählen. Heute wählen wir die Route, dass wir nicht Konflikte verursachen. Es ist sicher nicht der schnellste Weg. Und durch autonom denke ich schon, dass wir andere Routen einschlagen könnten und natürlich mehrere Sachen miteinander laufen können. Weil wir sind, wenn das viele wissen, wir sind ein 9-Loch-Platz, wir sind ein kleines Team, wir haben da nicht die große Auswahl von Greenkeeper. Und darum, wenn man dann dieses Gerät nur noch, also ich sage mal nur noch, betreuen muss, könnte man mehrere Maschinen über eine Person laufen lassen. Genau. Auch mit verschiedenen Arbeitsgängen oder kombiniert Genau. oder so mit den Werkzeugen. Genau. Also du siehst eigentlich, für das Autonome ist ja ein autonomer Einspindelmäher
Du siehst gute Einsatzmöglichkeiten bei euch auf dem Golf, oder? Das habe ich richtig verstanden. Absolut, auf Grüns und Tees ist das kein Problem. Genau, die Vorteile hast du schon ein bisschen aufgezählt vom autonomen Mähen. Wie siehst du das im Vergleich zu den aktuellen Aufsitzmähern, die auf dem Markt sind? Welche Vorteile siehst du noch im weiteren Einsatz? Also wir haben gesagt mit den Nachbarn, dass man so vielleicht die Zeit... dass er bestimmt länger mähen kann, Genau, eventuell über die Nacht. Oder halt, dass man dann staffelt. Oder? Jetzt kommen die ganze Mannschaft am Morgen bis abends, dass man genau. zum Teil die Mannschaft teilen kann, früh und spät, weil man die mehr aufteilen kann. Ich denke, dass auch mit einer Person 2 oder 3 mehr zu betreiben, sollte eigentlich so kein Problem Ganz sein. genau. Es gibt ja auch keine Qualitätseinbuße beim Schnitt, oder? Das sind ja auch Also wenn man weiterhin mit Spindelmäher Genau, arbeiten ja. kann, ist das keine Einbuße. Ja, ganz genau. Doch super. Vielleicht kommen ja dann Fragen noch zum Greenkeeping. Sonst würden wir zum nächsten Gast kommen. Ich stehe, glaube ich, an deinem Pult, Stefan. Ich darf begrüßen der Stefan Brunner, er ist von der Grünstadt Zürich und Produktverantwortlicher für Friedhöfe, Sport- und Badeanlagen und auch noch Auditor. Genau. Stefan, Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema deiner Tätigkeit bei Grünstadt Zürich sowie der Organisation Grünstadt Schweiz, wo du auch tätig bist, die auch vom Bundesamt für Umwelt unterstützt wird, wo du deine Tätigkeit als Auditor dort wirkst. Markus Riva hat mir gesagt, dass er in Kontakt mit Städten, wie auch bei euch bei der Grünstadt Zürich, stets mit großem Interesse vom Einsatz der elektrischen und autonomen Technologien von Renovatec für die Grünflächenbewirtschaftung gestoßen ist, also immer ein reges Interesse bestanden hat. Was sind aus deiner Sicht die Hauptgründe für das Interesse und auch die Offenheit für die neue Technologie? Ich glaube, wenn man bedenkt, was so ein Sportrasen kostet, ganz einfach 50.000 Franken, da geht's los. Wenn ich da den arbeitsintensivsten Prozess, das Mähen, rationalisieren kann, in welcher Form auch immer, dann ist das selbstredend, dass da die Offenheit sicher sehr groß ist, wenn ich das besser, effizienter, noch dazu ökologischer organisieren kann und es trotzdem funktioniert wie bis anhin. Genau. Da verwundert einem die Offenheit wirklich nicht. Ja, das ist ja gut. Genau. Was sind die übergeordneten Ziele von Grünstadt Zürich für mehr Nachhaltigkeit bezogen auf das heutige Thema der Grünflächenbewirtschaftung? Da habe ich nachgesehen, da steht in der Gemeindeordnung die Reduktion von CO2. Wir mähen hier mit unserem Strom, oder? Da ist Ökostrom drin, also wir sind wirklich CO2-neutral, was hier auf dem Platz abgeht. Förderung der Energieeffizienz. In der Verwaltungsverordnung steht Kreisläufe schließen, das Schnittgut bleibt liegen. Sehr klein geschnitten, die Greenkeeper werden wieder, der Stefan, aber vielleicht muss man einmal mehr striegeln, wie auch immer. Der Kreislauf ist geschlossen und es liegt in der Natur der Sache, dass wir versuchen, möglichst die Bewirtschaftung vorbildlich, fortschrittlich und effizient zu machen. Genau, was sind die Hauptmaßnahmen, um die vorher genannten Zielsetzungen erreichen zu können? Im Sportrasenbereich ist das wirklich effizienteste zum ökologischer werden. Beginnt eigentlich, bevor wir den Platz bauen, in der Auswahl des Systems, was wir bauen, ob das ein Kunstrasen, Naturrasen oder in welcher Form wir den Sportbetrieb sicherstellen können. Wenn wir den Platz, einen Naturrasen, so wie wir ihn hier haben, dann haben wir nur 2 Möglichkeiten, CO2 einzusparen. Das ist die eine mit dem Mähen oder bei den Maschinen, die auf dem Platz laufen. Wieder Strom ist natürlich sicher nachhaltiger. Und bei der Umstellung der Düngung auf organische Dünger, wo wir aber auch andere Fragestellungen haben, die dann wieder dagegen sprechen. Ja. Genau.
kannst du zum Wechsel von Verbrennungsmotoren, Maschinen und Fahrzeuge hin zu den elektrisch angetriebenen Maschinen eine grobe Prozentangabe machen, was der Stand der Flotte heute ist und eine Aussicht geben, wohin die Reise gehen könnte, vielleicht in den nächsten 5 Jahren? Wir haben zurzeit von unseren 60 Naturrasenspielfeldern sind 5 mit autonomen Systemen ausgerüstet, der Big Move und solche Sachen, die da laufen. Und für mich spricht nicht viel dagegen, dass wir nach und nach alle Sportrasen in dem System, mit so einem System ausrüsten. Genau. Ob das wirklich so kommt oder nicht, da gibt es noch andere Sachen wie Budgetprozesse und so weiter. Es ist eine andere Rechnung, wo das drin läuft. Aber eigentlich von der Idee her müsste das mit der Nachhaltigkeit als oberste Zielsetzung, die wir haben, müsste das jetzt nach dem Stand der Technik das Ding sein der Wahl, dass wir da die Lösung in die Richtung suchen. Genau. Wenn man den Bogen weiterspannen möchte, wir haben circa, was habe ich mir aufgeschrieben, wir haben circa 250 Hektaren Rasenfläche in der Stadt. Die Sportrasen machen nur einen ganz kleinen Teil aus, da sind wir nur bei 54 Hektaren. Oh. Also wenn man da in die Richtung noch, es muss nicht unbedingt autonom sein, aber nachhaltiger unterwegs sein könnte, da haben wir noch viel den größeren Hebel als nur bei den Sportrasen. Genau. Aber hier bietet sich an, das autonome System, das in geschlossenen Bereichen eingesetzt wird, wo kein Publikum ist und so, also untertags kein Publikum ist, da wird das Ding der Wahl sein. Genau. Doch, super, besten Dank. Ja, ich mache dir da ein bisschen Platz, dass du da wieder gut gesehen wirst. Jetzt haben wir immer durchgesprochen, wir haben Sie nie zu Wort kommen lassen. Ich denke, es ist sicher eine oder andere Frage ist hier und dürften Sie die Hand erheben. Ich weiß nicht, haben wir das Mikrofon ist auch schon bereit. Dann fehlen eigentlich nur noch die Fragen dazu. Wer hätte eine Frage an die Experten? Ich habe eine Frage. Wie sieht es aus mit einem Behälter, der das Schnittgut behält? Ja, danke schön. Das ist nämlich gerade das nächste Kapitel, Outlook. Da sind wir dran. Ganz erfreulicherweise mit der Hochschule in Luzern, die auch mit uns diesen Prototypen gemacht hat. Und im nächsten Jahr wird der Prototyp, also Gasbehälter, automatische Entleerung, also autonomes Entleeren als Prototyp funktionieren und im 22 in Serie gehen. Da sind wir sicher auch die Ersten, so etwas gibt es noch nicht und es ist ein Anliegen der zukünftigen Kunden, vor allem in den Stadien. Genau, ist immer die Diskussion mit dem Liegen lassen oder nicht. Wir haben es auch von Stefan hat's ein bisschen angesprochen. Es gibt auch verschiedene Philosophien und ich denke, wenn das Gerät das auch aufnehmen kann, sind sicher alle Bedürfnisse bedient. Dann gebe ich das Wort gerne dir zurück. Dankeschön vielmals, Markus. Martin. Merci. Ja, dann also gerne einen kurzen Outlook, also in die Zukunft, aber zuerst noch etwas, was für Dirk Schwab angestoßen hat, wegen dem mähenden Mustern. Ist klar, das sieht man schon wieder, wenn man das Thema selber sich damit beschäftigt, 2-3 Jahre lang, dann kommt man gar nicht mehr auf die Idee, das selber zu thematisieren. Darum danke. Also die Muster, die ihr heute einfach sieht, ist das ein horizontales Mähen, standardmäßig vertikal mähen und auch Schachbrett gibt es kostenlos. Das ist bereits alles enthalten auf dem Rechner vom Fahrzeug. Zudem kann natürlich der Greenkeeper die Bahnbreiten selber wählen und einstellen. Auch aus dem Grund, dass das Fahrzeug nicht immer am selben Ort durchfährt und so Spuren hinterlässt. Und das macht der Greenkeeper auf der App, wie wir gehört haben, und die Inbetriebnahme des ganzen Systems kann er mit 2 Knopfdrücken erledigen. Das ist wirklich so. Das Einrichten eines solchen Platzes übrigens, das dauert maximal 30 Minuten.
Also einmal einrichten, 30 Minuten, dann ist fertig, den Platz und die Umgebung. Und dann kann man den nächsten Platz einrichten, das heißt, man hat also 4 Plätze in 2 Stunden eingerichtet und dann sind auch die festen Hindernisse dort vermerkt und der Roboter kennt die dann und tut die umfahren und das provoziert dann keinen Notstopp mehr. Mein Name ist Thomas Peters von Eurogreen aus Deutschland. Wir werden immer gefragt bei Robotern, was ist mit der Sicherheit? Was ist mit Kindern? Was ist mit Spielern? Was ist mit den Fußballschuhen, die da noch rumliegen? Was ist mit den Tornetzen? Solche Dinge. Es gibt ja, soweit ich weiß, mittlerweile einen Standard, den gab es vorher nicht. Also ich weiß, dass unsere Maschinen, die wir im Markt haben, früher nach dem Rasenmäher-Standard getestet wurden. Wie sieht es da aus mit Ihrer Maschine? Ja, also diese Maschine wird nach dem höchsten Standard getestet, jetzt zuerst mal als ein europäisch zertifiziertes Institut ist die SUVA in der Schweiz. Das kennt man im Ausland nicht, aber in der Schweiz ist das die Schweizerische Unfallversicherung. Dieses Institut macht bei uns die Beratung, begleitet uns, bis dann nachher eine TÜV-Prüfung geplant ist, sehr wahrscheinlich mit dem TÜV Süd. Das wird sich jetzt noch entscheiden. Jetzt aber konkret zur Sicherheit. Wir haben einen 3D-LiDAR, der also das, was vor ihm liegt, abscannt und erkennt Hindernisse und verlangsamt dann die Fahrt. Wir werden das auch noch demonstrieren und wenn sich etwas nicht mehr wegbewegt, dann hält er einfach an. Die Spindel selber ist also hat einen Eintrittsschutz. Man kann dort nicht reinfassen mit den Händen. Von dem her ist das der höchste Standard, den man machen kann. Und wir haben eine ganze Liste Maschinenrichtlinien und, was alles in der EU-EN-Vorschriften, Richtlinien ist ein paar Seiten lang. Und ja, das wird oder ist, kann man sagen, alles abgearbeitet. Was haben Sie getan als Sicherheit, dass die Maschine den Platz nicht verlässt? Ja, ganz gute Frage. Also das ist, Sie haben eigentlich das gleiche System, damit er den Platz nicht verlässt. Wir sind ja kabellos, aber es gibt eine Beschränkung, einfach über GPS RTK und dort ist fertig für ihn. Und das funktioniert und das wird eben auch, das ist ein Bestandteil der Tests, den man bestehen muss. Ja, eine interne Frage. In Kapazität jetzt von dieser Maschine. Wie viel Kraft hat jetzt die Maschine? Also, was kann sie, wenn sie voll ist, schneiden, bis die Batterie leer ist? Also das, was ihr jetzt seht hier, ist 7,77 Kilowattstunden und das reicht für 2 Plätze. Und von der Kraft her sind wir jetzt bei 20 PS, also das ist, was man rauskriegt. Und das ist, sage ich mal, leicht übermotorisiert für einen solchen ebenen Platz. Aber wir haben einen starken Partner in Deutschland mit den Motoren und das hat wunderbar gepasst. Und wir wollen natürlich auf der sicheren Seite sein. So sieht es aus mit der Ausrüstung. Ja, dann vielleicht noch ganz kurz wegen dem Outlook, Gasentleerung, da mache ich nicht mehr große Ausflüge, aber es wurde auch gesagt von Jörg Schwab, und das ist so Sichelmäher, da sind wir schon dran. Wir haben jemanden gefunden, der einen Sichelmäher anbietet mit einem Elektromotor, den können wir also betreiben, also Sichelmäher ist ein Thema. Säen und natürlich Düngen ist dann, muss man sagen, relativ einfach. Dann gibt es ein Schweizer Unternehmen, Swosi, die sind weltweit führend im Linienmarkieren. Mario Hutter haben wir besucht. Mit ihm sind wir dran, dass man relativ zügig das integrieren kann. Und das müssen wir nur noch ansteuern. Also Technologie ist dann nicht von uns, wie der LiDAR ja auch nicht von uns ist. Das müssen wir einfach ansteuern, weil unser Gerät die Koordinaten kennt von einem Platz. Fährt es dann und dann ist das Düngen oder Säen oder eben das auch Kunstrasenplatz bürsten und reinigen. Das ist dann dem Fahrzeug natürlich eigentlich egal, was vorne oder hinten ist. Es muss einfach, also dran ist als Funktion. Das muss einfach die Navigation stimmen und die Pfadplanung. Das haben wir jetzt als Punkt abgearbeitet. Dann ganz wichtig, was wir jetzt dran sind, das wird in diesem Jahr noch initialisiert, das Projekt Dreispindelmäher.
Und wenn wir so vorwärts kommen wie hier mit dieser Technologie, wird das serienmäßig im 2023 verfügbar sein. Es ist eigentlich ein Geräteträger, kann man fast sagen, oder? Genau. Der weit mehr kann als, in Anführungszeichen, nur mähen. Absolut. Also ein Geräteträger war auch von Anfang an so konzipiert zusammen mit der Hochschule. Es ist ja ein ehemaliges Projekt, das auch vom Bund gefördert wurde, also von der Innovationsstelle, heißt InnoSwiss. Und noch kurz zu den Ertragsmöglichkeiten, das hat auch Jörg Schwab vorher angesprochen. Wir sehen in der Zukunft Möglichkeiten, die Kunden und die Greenkeeper darin zu unterstützen. Zum Beispiel die Pfadplanung auf einem Golfplatz ist relativ kompliziert. Das macht man nicht einfach mal so schnell. Vor allem auch, wenn man eine Flotte hat, ist das etwas relativ Anspruchsvolles, das zu machen. Das ist sicher eine Möglichkeit. Und dann ist es auch eine Möglichkeit für uns, Daten zu sammeln auf den Plätzen und als Software und Dienstleistung zu verkaufen. Also ich sage jetzt mal, wer ist hier? Bruno Müller kennt sich da besser aus als ich, aber wenn jetzt da zum Beispiel ein Maisfeld angepflanzt wird in der Nähe von einem Golfplatz oder Futtergas angepflanzt wird und unsere Fahrzeuge sind mit Kameras ausgestattet und dann kommt ein Pilz von einer Futtergasstelle langsam auf den Golfplatz, und das ist vielleicht eine neue Sorte vom Pilz. Und wenn man ein Fahrzeug hat, ist das eine. Wenn man dann eine Flotte betreibt, so wie wir das planen und vorhaben, dann gibt es viele Daten aus der Schweiz, aus Deutschland und aus anderen Ländern. Die muss man dann gescheit verpacken und aufbereiten und kann das dann wieder zurückgeben und die Leute unterstützen in der Pflege und so, dass der Qualitätsstandard gehalten werden kann. Also das sind sicher neue sage ich mal, Einkommensquellen. Das geht dann mehr eigentlich darum, eben Daten zu sammeln, Wissen zu generieren und Software, die die Greenkeepers und die Teams unterstützen, auch im Flottenmanagement. Also wir wollen helfen, das klingt jetzt natürlich widersprüchlich, wenn ich das im Verkauf sage, aber das ist ein Ziel, dass sie effizient unterwegs sind, nicht, dass sie viele Geräte haben, sondern dass sie die Geräte, die sie haben, so effizient wie möglich auslasten, zusammen mit Wetterdaten, dass Vorschläge generiert werden, zum Beispiel wie jetzt scheint die Sonne nach 2 Stunden, du hast Zeit, einen Platz X zu machen mit dieser Maschine und dann kannst du den Kunstrasen nebendran pflegen, sodass also das System unterstützt in der Planung, wie man die Geräte ganz effizient einsetzt, damit man die Amortisationszeit so tief wie möglich halten kann. Sie sagen, er hat eine Kapazität von 2 Plätzen, die er mähen kann. Wie lange braucht er denn für einen Platz? Ja, das ist unterschiedlich, aber was wir jetzt wissen und getestet haben, im Moment ist es so, dass er für 6.400 Quadratmeter knapp 3 Stunden braucht. Dann kommt noch die Umgebung, das ist jetzt hier ca. 700 Quadratmeter. Das heißt, er ist unter 4 Stunden fertig, sodass man an einem Tag, jetzt einen normalen Tag, 2 Plätze mähen kann, aber man kann natürlich auch später noch mähen, oder? Also sie sind ja nicht so eingeschränkt, sie können eben abends auch noch mähen. Und die Ladezeiten? Die Ladezeiten, das ist auch etwa bei 3 Stunden. Darum empfehlen wir, und wir haben ein Schubladensystem, dass man eben diese Zeiten nicht Stillstand hat, dass man die Akkus wechselt und sofort weiterfahren kann. Nein, fährt nicht selber in die Ladestation, das man muss ihn hinfahren. Das ist etwas, das sparen wir uns für später. Aber das wird sicher mal dann möglich sein, dass er ganz alleine nach Hause kehrt in die Garage und sich aufladen tut. Jetzt wäre das aus Kostengründen nicht angesagt, das schon jetzt zu tun. Aber eben mit dem Schubladensystem können Sie einfach die Akkus wechseln und weiterfahren. Das ist jetzt schon die 3 bis 4 Stunden pro Platz mähen ist ja für ein autonomes Fahrzeug doch eine große Verbesserung, wenn man guckt, was bislang mit dem Chaos-System wie er da 24 oder 36 Stunden gebraucht hat für einen Durchgang. Das, denke ich, ist doch eine große Effizienz entstanden. Ja.
Können Sie uns noch etwas sagen vom Vertriebssystem? Soll sowas über Händler laufen oder wie funktioniert das? Wir sind zum Beispiel von Deutschland. Gibt es da einen Importeur oder wie macht ihr das? Danke. Ja, also weil Deutschland so groß ist und es dort keinen EBI gibt, dann arbeiten wir dort und sind in der Planung sehr gerne zusammen mit verschiedenen, die ein Gebiet dann bewirtschaften und für dieses Gebiet zuständig sind, für Verkauf und natürlich ganz wichtig Service und Piquet. Das ist uns wichtig, dass das so funktioniert. Ja. Das wird alles über Partner gemacht in den Ländern. Ja, jetzt darf ich ein bisschen etwas über die Technik erzählen. Was haben wir an Technik bei uns, bei unserem System integriert? Wir haben schon ein paar gute Fragen gehört aus dem Publikum und ich glaube, ich werde das eine oder andere Geheimnis hier lüften. Nun, ich habe mir überlegt, über was ich erzählen werde und am besten erzähle ich doch über die Sensorik, die wir da verbaut haben. Einerseits, wir wissen ja, es ist ein autonomes Fahrzeug und bei einem autonomen Fahrzeug braucht es natürlich Sensorik, um navigieren zu können, einerseits, und eben die Sensorik, die für die Sicherheit sorgt. Das Sicherheitskonzept beinhaltet eben auch gewisse Sensorik. Und ja, jetzt würden wir Ihnen gerne, sobald dann das Fahrzeug dann wieder retour fährt, würden wir gerne auch etwas mal zeigen, wie das Fahrzeug sich verhält. Ich würde aber trotzdem mal gerne mal weiter erzählen, nämlich, ja, warum brauchen wir diese Sensorik? Es ist ja ein autonomes Fahrzeug und bei der Autonomie der Fahrzeuge, wir kennen es ja, die einen von Ihnen haben wahrscheinlich ein Tesla zu Hause, die anderen haben einen Oldtimer zu Hause und da ist natürlich die Kluft. Bei einem Oldtimer, da sind Sie der Lenker, Sie beschleunigen, bremsen ab, machen alles eigentlich, um das Fahrzeug zu manövrieren. Sie überwachen das Umfeld und was Sie auch noch sind, Sie sind das Sicherheitskonzept. In einem Tesla oder in einem Fahrzeug von heute sind Sie zwar immer noch das Sicherheitskonzept, aber das Fahrzeug kann von Ihnen einige Eigenschaften, einige Beschleunigungen, Manöver einleiten von sich aus, weil es eben das Umfeld ebenfalls so ein bisschen mit berücksichtigt. Nun, ich würde gern meinen Kollegen bitten, er soll ja, wie er jetzt da steht, vor dem Fahrzeug stehen und Sie werden sehen, was das Fahrzeug dann macht bzw. eben nicht macht. Sie haben gesehen, das Fahrzeug hat jetzt mal die Geschwindigkeit gedrosselt und jetzt hält es an. Das ist die Sicherheitssensorik, die wir verbaut haben. Jetzt bewegt er sich weg, also er ist kein Hindernis mehr. Das heißt, das Fahrzeug nimmt die Fahrt wieder auf. Ja, danke Michi. So, hier wieder bei der Autonomie. Was haben wir dort? Wir haben das Lenken, also wer steuert das Fahrzeug? Wir haben das Umfeld, wer überwacht das Umfeld? Und wir haben das Sicherheitskonzept. Wer bietet das Sicherheitskonzept? Das heißt, in der Autonomie haben Sie Stufen zwischen 0 und 5. Ein Oldtimer wäre jetzt zum Beispiel auf Autonomiestufe 0 zu sehen. Ein Tesla von heute vielleicht 2 bis 3 und ein völlig autonomes Fahrzeug hätte dann die Autonomiestufe 5. Das heißt, es würde alles machen und es bräuchte eigentlich kein Lenkrad. Wir haben auch kein Lenkrad, also das heißt, wir müssen es ja nicht lenken. Wenn wir das Fahrzeug auf dem Platz haben, kann es ja, wie Sie es gesehen haben, völlig autonom navigieren. Und das ist eben einerseits mit der Navigationstechnologie, mit den Navigationssensoren. Und dazu benutzen wir hier bei offenem Himmel GPS, Differential GPS nennt man es, mit einer RTK-Basisstation. Die muss jetzt nicht zwingendermaßen sein, aber wir haben eine für diesen Test hier. Wir könnten die Daten auch von irgendwo anders mieten.
in einem nicht so offenen Raum, also wenn wir jetzt in einem Stadion wären, würden wir UWB nehmen. Das ist dann Ultra-Wideband, das kennt man von der Intralogistik ziemlich gut. Das hat sich dort sehr gut etabliert. Und wir haben die ersten Tests im letzten Jahr eigentlich schon mit dieser Technologie schon sehr gut gemeistert. Was wir auch haben, wir haben eine IMU auf dem System. Das ist ein Sensorpaket, was im System auf dem Controller ist. Und mit diesem System können wir Beschleunigungen und Drehraten des Systems ziemlich zeitgenau aufzeichnen und somit wissen wir mehr, wie sich das Fahrzeug verhält. Auch benutzen wir die Odometrie. Das sind beide Fronträder, die werden ja ungekoppelt voneinander angetrieben und beide Räder haben je einen Sensor und sie wissen dann, wie viele Umdrehungen jedes Rad gemacht hat, immer zeitgleich mit der IMU und mit den GPS-Daten jetzt in diesem Fall. All das fügen wir auf dem Controller zusammen. Eine Sensor Fusion nennt man das. Wir haben einen Kalman-Filter als Algorithmus und dort können Sie mit diesen Daten von den Sensoren, haben Sie die echten Daten. Sie können noch weitere Daten schätzen, wie sich das Fahrzeug verhält und wie es manövriert auf dem Platz. Und mit diesen Daten können Sie einen sehr genauen Controller implementieren und Sie sehen es eigentlich anhand den Streifen, wir können einem vorgegebenen Pfad sehr genau folgen. Das ist mal die Navigation, die Sicherheit haben wir vorhin eben gesehen. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie mit Ihrem Fahrzeug machen müssen, es ist eine Maschine. Sie müssen die Maschinenrichtlinie heranziehen und die Maschinenrichtlinie gibt Ihnen noch sehr viele andere Dinge vor, die Sie da auch noch machen müssen und natürlich alle Normen, die da angezogen werden, müssen Sie ebenfalls befolgen und erfüllen. Und nach Maschinenrichtlinie müssen Sie im Prinzip auch, bevor Sie mit der Maschinenrichtlinie starten, müssen Sie eine Risikoanalyse machen. Sie haben die Maschine und schätzen jedes Risiko ein, das vom Fahrzeug im Prinzip herrühren könnte. All diese Risiken müssen Sie dann irgendwie minimieren, wie zum Beispiel ein Käfig vor der Spindel, scharfe Kanten, nicht sichtbar oder nicht erreichbar haben. All diese Dinge müssen Sie dort implementieren, sodass das Fahrzeug möglichst risikoarm ist. Das heißt, dass vom Fahrzeug keine Gefahren mehr herrühren. Und wenn Sie dann aber immer noch gewisse Gefahren vom Fahrzeug dann haben, die Sie durch, ich sage jetzt mal, mechanische Konstruktionen oder Umdesign nicht abdecken können, dann haben Sie immer noch gewisse Risiken, die Sie in der Technik auch lösen müssen. Und da kommt zum Beispiel ein Sicherheitskonzept, da haben Sie Sensoren, da haben Sie Schalter, da haben Sie alles Mögliche an Elektronik drin, was denn genau diese Gefahren auch wieder minimiert. In unserem Sicherheitskonzept haben wir, wie Sie gesehen haben, einen Laserscanner. Der ist eben für das Überwachen des Umfelds zuständig. Der Laserscanner scannt über 270 Grad das ganze Umfeld und wir haben es gesehen, sobald der Laserscanner etwas detektiert in der ersten Warnzone, kommandieren wir eine sichere, langsamere Fahrt. Sobald dann das Hindernis sich weiter auf den Laserscanner oder das Fahrzeug nähert, halten wir an. Das ist die zweite Warnzone. Und sobald dann aus irgendeinem Grund das Fahrzeug weiter auf das Hindernis zufahren würde oder das Hindernis, also wenn es ein Mensch oder ein Tier ist, sich auf das Fahrzeug zubewegen würde, schalten wir ab mit einem Nothalt. Wir haben auch einen anderen Nothalt, also Sie haben es wahrscheinlich gesehen, wir haben Nothalt-Taster, das ist alles nach Maschinenrichtlinie vorgegeben. Was wir auch noch haben, vorne haben wir eine Schaltleiste. Sollte irgendetwas trotzdem schief laufen, würde die Kollision bei der Schaltleiste ausschalten. Dann haben wir auch einen Nothalt und somit ist eigentlich das Fahrzeug quasi stillgelegt. Und was wir auch noch haben, ist, wir detektieren die Position des Fahrzeugs, also die Lage des Fahrzeugs besser gesagt. Sollte das Fahrzeug aus irgendeinem Grund umkippen,
dürfen die Antriebe natürlich nicht mehr weiter aktiv sein. Das heißt, niemand kann sich dann dort mehr verletzen. Und das müssen sie alles machen nach Risikoanalyse und somit haben sie am Schluss ein sicheres Fahrzeug. Nun, ja, ein sicheres Fahrzeug, sie müssen natürlich alle Tests, wir arbeiten ja, wie wir gehört haben, mit der SUVA zusammen und all diese Tests müssen wir machen und bestehen und am Schluss können wir uns ein CE vergeben bzw. können uns CE zertifizieren lassen. Ja, wenn Sie noch weitere Fragen haben, können wir gerne später im Zelt hinten, also wir werden uns hier nach hinten bewegen und Sie können gerne zu mir, sei es um Sensor Fusion oder um die Sicherheit, können Sie uns gerne Fragen stellen und wir würden gerne alles beantworten. Sie können das Fahrzeug begutachten und alles können wir gerne darüber reden. Nur kurz wegen der Größe des Hindernisses, ich denke an einen Igel oder an eine PET-Flasche. Ja. Also es gibt natürlich Normen, wenn Sie natürlich eine PET-Flasche oder einen Igel haben, wenn es um 3D-Scannen geht, dann können Sie ziemlich klein, granular gewisse Dinge detektieren. Bei uns ist es jetzt bei diesem Versuch, also bei diesem Projekt, haben wir jetzt etwas 2D und daher ist die Schaltleiste unten, aber wir haben auch schon Tests gemacht mit einem 3D, wo Sie auch einen Golfball detektieren können. Das heißt, im Prinzip können Sie alles ziemlich sicher abdecken und all diese Dinge. Es gibt ja, nach Maschinenrichtlinie gibt es das Unterkriechen, das sollte man auch vermeiden und daher ist die gewisse Sensorik auf einer gewissen Höhe anzubringen. Ja. Sie haben gesagt, die Sensorik scannt in einem Gradzahl von 270 Grad alles, was vor der Maschine ist. Ja, aber was ist hinter der Maschine und neben der Maschine? Was macht sie da? Ja, wir haben in unserem Konzept ebenfalls auch eine Schaltleiste hinten. Wir haben mit anderen Sensoren auch gearbeitet. Also wie gesagt, bei uns handelt es sich hier um Autonomiestufe 4. Wir arbeiten an der Autonomiestufe 5. Das ist das, was Herr Riva ebenfalls gesagt hat, damit wir von Platz Nummer 1, das ist der Platz hier, auf Platz Nummer 15 das Fahrzeug von alleine navigieren lassen können. Und dort haben wir dann vielleicht Ultraschallsensoren und vielleicht auch andere Laserscanner, kleinere, die dann genau das Gleiche auch machen wie vorne. Ich übergebe jetzt gerne das Wort an meinen Kollegen weiter und wir sehen uns später dann im Zelt. Ja, genau. Ich bin hier für die Benutzerführung. Die einen von euch habe ich schon kennengelernt vor einem halben Jahr oder vor einem fast noch mehr, als ich auf die Fußballplätze gegangen bin, um herauszufinden, was es denn wirklich braucht. Und von Haus aus bin ich ein recht pragmatischer Mensch. Also unser Fahrzeug wurde auch schon mit einem Sackmesser verglichen oder mit einem Taschenmesser, weil es multifunktional sein soll. Und wenn ich ein Bier aufmache mit meinem Taschenmesser, dann nehme ich nicht den Flaschenöffner, weil das ist mir zu kompliziert. Ich mache das so auf. Es geht schnell und es funktioniert. Und genau so wollen wir auch, dass das Fahrzeug zu bedienen ist. Wenn es einfach und schnell gehen soll, soll es einfach und schnell gehen. Wenn es aber genau sein soll, dann soll es genau sein. Und darum haben wir auf dem Fahrzeug hinten ein kleiner runder Display, der so einen Rotary Encoder hat. Bei dem kann man drehen. Man kann es nachher hinten anschauen. Wenn man nach links dreht, stellt man die Geschwindigkeit ein. Wenn man nach rechts dreht, stellt man das Muster ein. Dann tippt man drauf, dann fährt der Bolide los. Für das App haben wir auch, also wir haben eine App, um alles ein bisschen besser darzustellen. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Das App sieht so aus. Wenn man es aufmacht, dann öffnet es beim neuen Job. Weil man weiß genau, dass man will jetzt einen neuen Job anlegen, man will einen neuen Rasen mähen. Und hier sieht man schon den Roboter, welcher Roboter ist ausgewählt, also welchen Roboter habe ich zuletzt bewegt und auf ein Feld gefahren. Dann sieht man welches Feld, dann kann ich hier ein Muster wählen und dann kann ich hier zwei Einstellungen machen. Ich kann hier den FOC einstellen, den Frequency of Clip
Es ist eigentlich wie viel Zentimeter das Messer einen Schnitt durchführt. Das reguliert danach die Spindelgeschwindigkeit abhängig zur Fahrgeschwindigkeit. Genau, dann kann ich hier die Startzeit zum Beispiel einstellen. Kann sagen, morgen früh um 5 Uhr soll er loslegen. Kann sagen, wem es anrufen soll. Dann kann ich den Mähjob auf den Roboter laden und er startet. Links habe ich eine Auflistung des Roboters. Ich kann ihn hier anhalten. Ich kann den FOC anpassen, wenn ich sehe, jetzt stimmt etwas nicht, der FOC ist nicht richtig eingestellt, kann ich ihn anpassen während dem Fahren. Es ist natürlich so, dass je nachdem, was für ein Greenkeeper das Telefon und die App in der Hand hat, will man vielleicht nicht, dass er ihn verstellt. Und dann kann man das auch, man kann verschiedene Rechte geben. Also man kann dann in einer Web-Verwaltungsplattform kann man einstellen, der darf das nicht. Also wenn du Head Greenkeeper bist, dann hast du immer noch die volle Kontrolle. Genau, Muster kann man auch erstellen. Hier sieht man gerade ein neues Muster, das erstellt werden kann. Man kann hier wählen, wie viele Streifen soll es sein von Tor zu 16er, wie viele Streifen von 16er zur Mitte oder einfach jeden Streifen einzeln kann man auch eingeben. Es führt jetzt zu weit, wenn ich alles hier zeige. Genau. Sonst noch jetzt gerade eine Frage, die jetzt dringend wäre. Zum Einrichten ist es so, dass man einmal einfach den Platz ausmisst. Wir haben so eine kleine Box. Mit der Box kann man alle Ecken einlesen. Dann seht ihr auch gerade, ob euer Platz viereckig ist oder eben nicht. Und dann kann man das anlegen und das ist dann gespeichert für immer. Also außer dir löscht es, aber sonst ist es gespeichert. Genau, das gibt es eine kleine Box und die App dazu. Genau. Das Thema ist noch Return on Investment. Wir haben noch nicht so viele belastbare Zahlen, aber einiges wurde uns doch zur Verfügung gestellt aus 2 Systemen in Zürich und Luzern. Das hat mal vorerst gereicht und vor allem waren diese Zahlen sehr genau. Also das heißt, die kennen ihre Kosten. Wenn wir mit verschiedenen Leuten sprechen und sagen, kennt ihr die Kosten für den Schnitt eines Quadratmeters, ist das oft nicht der Fall. Aber für uns ist das eine Grundlage der Berechtigung. Darum haben wir uns da Mühe gegeben und haben unsere Kosten mal durchgerechnet. Natürlich auch das Hinfahren vom Fahrzeug, eben weil es noch nicht alleine geht, bis zur Garage mit so Durchschnittsanzahl Meter. Wenn man das Fahrzeug versorgen tut und wieder herausholt, dann muss man es auch natürlich putzen oder waschen. Ist übrigens Standard IP67, also kann man mit einem gutmütigen Kärcher kann man das Fahrzeug reinigen. Das ist wasserdicht. Und wir kommen auf Kosten, wenn man jetzt so ein Fahrzeug auf 4 Plätzen 32 Wochen lang fahren lässt und jeden Platz 2-mal in der Woche schneiden tut, kostet der Quadratmeter ca. 0,005 Rappen, also einen halben Eurocent oder einen halben Rappen. So. Wie? Energie? Nein, alles. Also das ist die Vollkostenrechnung. Vollkostenrechnung 0,005. Und das sagt einem natürlich nichts, wenn man nicht weiß, was es sonst kostet. Und das war einer der ersten Fragen, die wir gestellt haben. Und hat uns Martin Rinderknecht damals gute Auskunft geben können. Also wir haben gelernt, und das wurde dann auch bestätigt übrigens von einigen deutschen Kollegen, dass im Osten von Deutschland ein alter 12-jähriger John Deere als Beispiel und ein Arbeiter, der von Polen rüberkommt und mäht, dass man dort im Bereich von 1,5 Rappen liegt, an der untersten Grenze, aber dort ist also pro Quadratmeter.
dort ist dann die Qualität auch nicht mehr zu vergleichen. Oder? Und in der Schweiz geht das höher dann bis 7, 8 Rappen pro Quadratmeter, weil ja nicht jemand drauf sitzt, das ist klar, das ist der Hauptkostenfaktor. Und jetzt sage ich etwas Provokatives, aber es ist so. Oder der Verkaufspreis, und darum ist die Investitionskostenrechnung so wichtig, jetzt bei der neuen Technologie im Vergleich zum Aufsitzmeer, der ist nicht wahnsinnig relevant. Also wenn wir jetzt die Rechnung machen zwischen einem Verkaufspreis von, darf ich jetzt mal extra hochspielen, von 80, 90 oder 100.000 Euro, dann sind Sie hier bei 0,0052 oder 0,0053 oder so. Also da bewegt sich nicht mehr viel, weil einfach die operativen Kosten so tief sind. Und das ist natürlich ein Thema, ich weiß das, im Verkauf. Was ist der Verkaufspreis? Das wollen alle wissen, weil sie vergleichen mit was? Sie vergleichen mit einem Verbrennungsmotor, wo sie heute vielleicht in Deutschland für einen Dreispindelmäher 35.000 Euro bezahlen, in der Schweiz ein bisschen mehr. Und das ist im Kopf. Dann hat man das im Kopf und sagt, das ist der Preis. Das ist hier bei der neuen Technologie sicher anders. Aber wir wollen ja nicht ein Gerät mit einem Münzautomaten, wo man sagt, okay, jetzt weiß ich, zahle ich 16 Eurocent für einen Platz und wenn ich mähen müsste mit dem Benzinmotor, ist das 3,50 Euro oder so, der Diesel. Oder? Also das ist halt, die Batterie ist im Preis drin, das kann man auch ausrechnen und da ist es wichtig, dass man eben auch offen ist in der Beschaffung für Finanzierungsmodelle. Ist heute sicher eine gescheite Sache, weil die Zinsen sind tief. Und dann kann man das aus dem Weg räumen. Also die Beschaffung ist sicher, kostet mehr in der Investition zuerst, aber die holt man schnell raus. Wie schnell holt man das raus? Mit den Zahlen, die wir mal erwirtschaftet, also zusammengestellt haben, ist es so, bei dem, was ich vorher gesagt habe, 32 Wochen, 4 Plätze, jeder Platz wird zweimal gemäht, ist das Gesamtsystem circa in 3,5 Jahren hat man die Nutzschwelle erreicht. Und wenn wir jetzt von 10 Lebensjahren ausgehen, fahren Sie 6,5 Jahre in der Gewinnzone. Einfach im Vergleich jetzt zum Stand der Technologie Verbrennungsmotor. Also das haben wir nicht erfunden, das sind einfach die Zahlen, die wir gekriegt haben jetzt von Grünstadt Zürich, auch von der Stadtgärtnerei Luzern, wo wir dankbar sind, sehr detailliert. Unsere Zahlen, die werden sich schon noch bewegen, aber es wird nicht so sein, dass wir das ganz drastisch korrigieren müssten und sagen müssten, das ist, tut uns leid, es ist jetzt trotzdem 7 Jahre, weil die Kosten einfach sehr, sehr tief sind. Und im direkten Vergleich zum Verbrennungsmotor ist die Amortisationszeit unter 2 Jahren. Und nach 10 Jahren haben Sie zweimal das, was Sie investiert haben, rausgekriegt oder eingespart. Sobald wir natürlich weiter sind, werden wir ein Rechnungstool haben, das ist dann auch online. Und da kann man ausrechnen, was kostet mich was. Das werden wir uns sehr viel Mühe geben, dass Sie das detailliert nachrechnen können. Aber dann ist immer wichtig, dass wenn jemand das ausfüllt, dass er seine eigenen Kosten kennt. Und ich weiß nicht, wie viele so weit sind, wie es die Stadt Zürich ist, mit ihrem SAP-System, wo jeder Luftfilter natürlich drin ist. Und das hat uns sehr geholfen. Und da wissen wir, dass wir, natürlich sind das Schweizer Preise, in der EU ist es die Hälfte, da kostet vollkostenmäßig 1 Stunde 30 Euro, aber auch dort kommt man nie an diese Preisuntergrenze hin. So, jetzt war das mein letztes Wort in dieser Sektion und wenn es jetzt dazu noch Fragen gäbe, würde ich die gerne beantworten. Danke vielmals. Ich möchte doch dazu auch noch kurz was sagen. Das soll keine Mithilfe sein oder ein Werbespot. Ich bin von der Firma CleanFix. Wir waren ungefähr vor 7 Jahren so weit, wie Sie jetzt sind.
Das heißt, wir haben einen Scheuersaugroboter entwickelt. Wir sind heute schon viel weiter. Ich möchte die Leute, die hier zuhören, einfach ermuntern, seien Sie offen. Also wir haben jetzt erlebt, dass es am Anfang sehr schwierig war, auch für uns, das Produkt zu verkaufen. Wir hatten dann das Glück, dass wir die Industrie hatten. Also bei uns in der Gebäudereinigung waren nicht die Kommunen oder die Gebäudereiniger am Anfang unsere Kunden, sondern die Industrie. Die waren innovativ und die haben gesagt, wir gehen da rein. Heute sind wir so weit, dass wir Kunden haben in Mexiko, in Russland, in Indien, die reinigen mit Robotern, wohlverstanden, obwohl die Lohnkosten enorm tief sind und die freuen sich und das funktioniert. Heute kommen auch die Gebäudereiniger. Zudem ist wichtig für die, die vielleicht am Anfang investieren, denken Sie daran, ich denke, es läuft bei euch ähnlich. Wir konnten mit Software-Updates die ersten Maschinen immer wieder weiterbringen. Das heißt nicht, dass bei uns die Kunden Angst haben mussten, dass die zu früh investiert haben und dann später eine alte Kiste auf dem Platz hatten, sondern wir konnten mit Software-Updates die so bedienen, dass die heute noch glücklich sind. Also ich will da nur appellieren, seien Sie relativ offen, kritisch offen, aber bei uns hat es funktioniert. Vor 7 Jahren waren wir hier, heute sind wir schon viel weiter. Dankeschön vielmals, Herr Rüsch. Und ja, ich denke, also wenn die in Indien sagen, wir brauchen die Maschine und es lohnt sich dort, dann sollte das in Europa kein Problem sein mit der Rechnung. Ja. Danke vielmals.